Hi und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dieses Sommerkleid, Stufenkleid selber nähen kannst. Das Kleid, das ich heute mit dir nähen möchte, kommt dir vielleicht ein bisschen bekannt vor. Das Schnittmuster ist nämlich schon aus dem letzten Jahr und es gibt auch schon ein Video dazu. Ich habe aber den Ausschnitt abgeändert, weil ich von vielen mitbekommen habe, dass der V-Ausschnitt mit dem Schrägband doch recht kompliziert ist zu nähen, wenn man keine professionelle Nähmaschine hat. Und deshalb habe ich das Schnittmuster jetzt abgeändert. Das ist jetzt ein runder Ausschnitt mit Schrägband eingefasst. Das Ganze sieht auch super schön aus, finde ich, ist aber deutlich einfacher zu nähen und damit auch für NähanfängerInnen geeignet. Und das Gute an dem Schnittmuster ist, dass du durch die Träger auch die Weite regulieren kannst. Und damit ist das Schnittmuster perfekt für kleinere Oberweite, aber auch für größere Oberweite. Ich bin Maria und auf meinem Kanal geht es darum, deine Kleidung selbst zu nähen und du findest hier auch die ein oder anderen Tipps für dein eigenes Kreativbusiness. Und wenn dir diese Themen gefallen, dann freue ich mich wie immer sehr, wenn du den Kanal abonnierst, das Video likest oder sogar die kleine Glocke drückst, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und dann können wir auch schon beginnen, und zwar mit den Materialien. Das brauchst du für das Stufenkleid. Du brauchst das Schnittmuster, zusammengeklebt und ausgeschnitten. Dann brauchst du natürlich einen passenden Stoff zum Schnittmuster, einen Stoff, der dir gefällt. Ich empfehle Viskose, eine leichte Baumwolle, vielleicht einen schönen sommerlichen Musselinstoff. Optional kannst du einen Futterstoff verwenden, in meinem Fall ist das so eine ganz transparente Viskose. Dann habe ich ein paar neue Nähnadeln verwendet, gerade bei so Feinstoffen ist das sehr wichtig. Und natürlich ein paar Stecknadeln bzw. Stoffklammern und ein farblich passendes Garn zum Stoff. Das farblich passende Garn ist in diesem Fall besonders wichtig, weil du ja die Naht vorne auf dem Schrägband sehen wirst und deshalb sollte das Garn auch besonders gut zum Hauptstoff passen. Dann kannst du auch schon mit dem Zuschnitt beginnen. Hier nur ein paar kleine Hinweise. Achte darauf, dass du alle Markierungen und die kleinen Knipse auch vom Schnittmuster übernimmst. Das wird dir später sehr helfen, die Stufen richtig anzusetzen und das Schrägband richtig zu befestigen. Außerdem habe ich noch eine richtig coole Empfehlung für dich. Das Schnittmuster gibt es nämlich auch für die Makerist AR-App. Ich arbeite mittlerweile seit 2 Jahren mit Makerist an dieser App und damit kann man nämlich Schnitte ohne Papierschnittmuster auf den Stoff übertragen und zwar nur mit dem Handy. Wenn du das Schnittmuster also auf Makerist kaufst, dann hast du da die Möglichkeit auch die AR-Datei dazu zu kaufen für einen kleinen Aufpreis und dann kannst du die App mal ausprobieren und falls du das machst, dann bin ich super gespannt auf deine Meinung. Lass mir unbedingt einen Kommentar da, was du darüber denkst. Zurzeit gibt es die App allerdings nur fürs iPhone. Wir arbeiten schon so lange an einer richtig guten Android-Version. Wir brauchen noch ein kleines bisschen. Bis dahin hoffe ich, dass du vielleicht ein iPhone hast und damit schon mal ausprobieren kannst. Und bevor ich mit der Anleitung beginne, noch ein kleiner Hinweis. Nimm dir unbedingt vorher Zeit, die Stiche deiner Nähmaschine auszuprobieren. Das ist nämlich ein Problem, das ich ganz häufig sehe, dass viele NäherInnen ihre Stiche gar nicht ausprobieren. Dabei ist das so wichtig, dass das Nähergebnis schön wird. Und dann können wir auch schon mit der Anleitung starten. Als erstes bereite ich mir das Schrägband vor. Das ist nämlich wirklich immer das Anstrengendste an diesem ganzen Schnittmuster. Ich mache nämlich meistens mein Schrägband selber aus dem Hauptstoff. Ich finde, das sieht harmonischer aus und deshalb schneide ich mir dafür immer erstmal die Streifen zurecht, nähe die aneinander, dass ich das wirklich vorbereitet habe für das Schnittmuster. Wie viel Schrägband du für deine Größe brauchst, kannst du in der Anleitung nachlesen. Und das Schrägband musst du natürlich nicht selber machen, sondern kannst auch einfach fertiges Schrägband kaufen. Dann nehme ich mir das Vorderteil und weil ich mein Kleid füttere, weil mein Stoff so ein bisschen transparent ist, lege ich den Futterstoff auf den Außenstoff. Den Hauptstoff und den Futterstoff werde ich jetzt immer so verarbeiten, als ob es ein einziges Schnittteil ist. Jetzt versäubere ich den Ausschnitt mit Schrägband. Und das Schrägband ist so eine Sache an sich. Ich persönlich mache das immer so, dass ich mir das auf die linke Stoffseite hefte, also links auf rechts. Richtigerweise müsstest du es eigentlich andersrum machen, rechts auf rechts und dann im Nahtschatten annähen. Ich persönlich nähe aber immer daneben, deshalb bevorzuge ich das einfach auf der linken Seite anzubringen, also links auf rechts und das dann von der rechten Seite schön abzusteppen. Das ist aber komplett dir überlassen und hängt auch ein bisschen von deinen Nähkenntnissen ab und wie genau du nähst. Ich stecke mir das jetzt hier wirklich alle paar Zentimeter oder schon fast Millimeter mit Nadeln fest, damit ich dann auch sicher sein kann, dass da nichts verrutscht, denn das wird ja eine sichtbare Naht auf dem Vorderteil und da möchte ich wirklich sicher sein, dass das nachher richtig schön ordentlich aussieht. Nachdem ich mir das jetzt ganz genau abgesteckt habe, nähe ich das jetzt mit einem Geradstich ab und bügele im Anschluss die Naht.
Das Vorderteil kannst du dann erstmal zur Seite legen und dann beginnen wir mit der ersten Stufe und dem Rückteil. Lass dich hier nicht von meinem Stoff täuschen, das sieht ein bisschen krumm und schief aus, das ist aber wirklich nur die Optik des Stoffes, das verzerrt sich immer so ein bisschen. Hier habe ich mir auf jeden Fall das Rückteil und die erste Stufe inklusive meinem Futter genommen. Das Rückteil werde ich nicht füttern, das finde ich ganz schön, wenn das so ein bisschen transparent ist, aber eben die erste Stufe, damit man meine Unterwäsche nicht sieht. Den Futterstoff vernähe ich hier wieder ganz normal, als wäre es ein Stoff, also Hauptstoff und Futterstoff werden als ein Schnittteil vernäht. Darauf habe ich mir rechts auf rechts das Rückteil gelegt und habe mich dabei an den Knipsen orientiert und jetzt siehst du, wie ich mir hier die einzelnen Raffungen schön zurechtlege. Das kannst du so wie ich händisch machen oder du machst das mit einem Geradstich und der längsten Stichlänge an deiner Nähmaschine. Dann kannst du am Ober- und am Unterfaden ziehen und hast dadurch dann auch eine richtig schöne Raffung. Das Ganze habe ich mir wieder mit Nadeln festgesteckt und nähe das jetzt mit meiner Overlock fest. Falls du keine Overlock hast, dann kannst du das auch mit einem Geradstich vernähen und anschließend mit einem Zickzackstich oder einem Overlockstich versäubern. Ich lege mir jetzt hier nochmal den Futterstoff und den Außenstoff ordentlich aufeinander, um dann die nächste Stufe rechts auf rechts wieder anzubringen. Du wirst wieder sehen, die nächste Stufe ist sehr viel größer als die erste Stufe und da orientiere dich wieder an den Knipsen. Ich fange da immer an, mir die Knipse rauszusuchen und stecke mir die erstmal fest. Dann stecke ich mir die Enden links und rechts fest und der ganze Stoff dazwischen, daraus lege ich mir dann die Raffungen händisch zurecht. Aber auch hier, das kannst du wieder mit deiner Nähmaschine machen, das geht auch ganz einfach. Eine genaue Anleitung dafür findest du übrigens in der PDF-Anleitung, also schau da einfach mal nach, falls du das lieber mit der Nähmaschine machen möchtest. Dann überprüfe ich noch schnell von außen, ob das Ganze auch ordentlich aussieht und nähe das wieder mit der Overlock ab. Da ich die Midi-Variante nehme, ist mein Rückteil jetzt eigentlich schon fertig. Wenn du die Maxi-Variante nähst, dann solltest du natürlich noch die dritte Stufe anbringen. Und das Ganze wiederhole ich jetzt für das Vorderteil. Ich nehme also wieder das Vorderteil, lege das rechts auf die erste Stufe. Und weil ich die erste Stufe auch wieder füttere, lege ich die auch noch drauf und beginne wieder an der Außenseite, stecke mir dann die Knipse fest und die Raffungen und nähe das Ganze mit der Overlock ab. Wiederhole den Schritt wieder für die zweite Stufe, dann hast du die Midi-Version oder auch für die dritte Stufe, wenn du die Maxi-Version nähst. Und dann verbinden wir auch schon das Vorder- und das Rückteil. Ich habe also hier das Vorderteil und da lege ich jetzt rechts auf rechts das Rückteil drauf. Ich achte darauf, dass sich die beiden Kanten treffen, des Innenfutters und des Außenstoffs und da habe ich hier einen kleinen Trick für dich. Ich verbinde mir da immer die Overlock-Fäden, damit ich sicher sein kann, dass da die Nähte auch wirklich aufeinandertreffen. Und das Ganze stecke ich mir wieder fest mit Nadeln oder mit Klammern und schließe die gesamte Seitennaht mit der Overlock. Und jetzt kannst du dir wieder dein Schrägband schnappen, denn jetzt versäubern wir einmal ringsherum die ganzen offenen Kanten mit deinem Schrägband. Ich beginne mit dem Vorderteil und lege mir das Schrägband jetzt nicht bündig an, sondern ich lasse ca. 30 cm überstehen. Denn das Schrägband ist nicht nur zur Versäuberung der offenen Kanten, sondern das ist gleichzeitig die Träger vom Vorderteil. Ich stecke mir das Schrägband jetzt ringsherum mit Nadeln fest und du siehst, ich arbeite hier wieder auf der linken Stoffseite und lege das Schrägband rechts auf links. Wie aber eben schon gesagt, kannst du das auch gerne wieder andersrum machen. Das Schrägband befestige ich jetzt mit einem Geradstich ringsherum und anschließend klappe ich das Schrägband auf die andere Seite und stecke mir das wieder mit Nadeln fest und nähe es wieder mit einem Geradstich knappkantig ab. Hier habe ich wirklich darauf geachtet, wieder viele Nadeln zu stecken, um später wirklich möglichst genau abnähen zu können. Das Besondere ist ja jetzt, dass du auch über das Schnittteil hinaus die Träger feststecken musst. Du siehst, ich falte mir die hier wieder auch ineinander, also die offenen Kanten falte ich ineinander, damit diese in dem Schrägband verschwinden und das mache ich jetzt bis zum Ende hoch. Am Ende angekommen falte ich mir die kurze Seite nach innen und dann wieder die beiden offenen Außenkanten ebenfalls nach innen. Und diese beiden Kanten dann nochmal aufeinander und so hast du einen schönen Abschluss. Das Schrägband kannst du jetzt ringsherum mit einem Geradstich knappkantig absteppen. Nimm dir da wirklich ein bisschen Zeit und nähe genau, dann wird das Ergebnis auch wirklich schön. Auf die gleiche Weise habe ich mir jetzt noch die Träger für das Rückteil vorbereitet. Da kannst du wieder im Schnittmuster nachschauen, wie lang die für die jeweilige Größe sein sollen. Und die habe ich mir wieder aufeinander gesteckt und abgesteppt, knappkantig. Und für die Positionierung nehme ich mir dann immer das Schnittmuster zur Hilfe. Entweder markierst du dir das oder ich stecke mir das immer direkt mit einer Nadel fest. Die Träger habe ich dann ganz vorsichtig mit ein paar Stichen auf der linken Stoffseite bzw. auf der linken Seite des Schrägbands befestigt.
Jetzt ist dein Kleid auch schon fast fertig und es geht ans Säumen. Entweder kannst du den Hauptstoff und den Futterstoff einzeln versäubern, die dafür einfach doppelt umschlagen und knappkantig abnähen, oder so wie ich das hier mache, als Wiedereinschnittteil zusammen versäubern. Und damit ist das Stufenkleid auch schon fertig. Ich hoffe, es gefällt dir. Falls dir das Video gefällt und der Schnitt, dann lass gerne einen Kommentar da oder like das Video oder abonniere meinen Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen. Falls du Lust hast, direkt weiterzunähen, ich habe dann noch ein kostenloses Schnittmuster für dich. Das ist ein Crop Top oder Bustier. Das habe ich dir hier verlinkt. Das Schnittmuster ist kostenlos, du kannst es also sofort auf meinem Blog herunterladen und loslegen. Dazu passend habe ich noch eine Jerseyhose, die gefällt dir vielleicht auch. Das ist eine schöne Schlaghose, die man zu Hause oder zum Yoga machen tragen kann. Die habe ich dir hier verlinkt. Und ich wünsche dir viel Spaß bei all deinen kreativen Ideen und bis bald.